Masche für Masche, mit Liebe handgemacht. Ja, schönen guten Morgen. Heute habe ich ein ganz spezielles Tutorial für euch. Und zwar, die liebe Carmen hat sich einen Totenkopf gewünscht. Und ich werde den jetzt im Stil von Dia de Muertos häkeln. Und ich hoffe, dass dir diese Anleitung gefällt, liebe Carmen. Du kannst ihn ja immer wieder anpassen, wie du das gerne möchtest, aber ich hoffe, ich konnte dir da deinen Wunsch erfüllen. Ich habe die Häkelanleitung speziell für dieses Projekt entwickelt. Und ich werde das Ganze auch mit Chilenegarn häkeln. Ich verwende da schwarz. Daher ist es sehr gut möglich, dass ihr da wirklich nicht jede Masche sehen könnt. Aber ich muss den halt einfach in schwarz häkeln, sonst ja, erziele ich einfach den Effekt nicht, den ich dann haben möchte. Und normalerweise häkle ich ja immer mit der Häkelnadel Nummer 5, wenn ich mit Chilenegarn arbeite. Aber heute nehme ich die Nummer 4, weil ich möchte das Ganze ein bisschen kompakter halten, weil der Totenschädel braucht dann wirklich einen sehr schönen Stand. Ich möchte, dass er wirklich steht und dann nicht umkippt, weil das ist ja wirklich dann ein Deko-Element und kein Kuscheltier. Und ich hoffe, ich kriege das hin, dass der wirklich einen schönen Stand bekommt. Und was ist da noch zu sagen? Ja, ich glaube, das wär's. Dann würde ich sagen, wir legen gleich los und wir beginnen mit einem magischen Ring und häkeln da 6 Festmaschen raus. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Den Ring ziehe ich hier zusammen. Schließe den Kreis mit einer Kettmasche. Jetzt setze ich mir hier einen Marker und in der nächsten Runde werden jede Maschen verdoppelt. Das heißt, ihr habt dann am Schluss 12 feste Maschen. Hier haben wir einmal verdoppeln. Das zweite Mal. Das dritte Mal. Ach mein Gott, habt ihr da auch das Problem, dass die Wolle nie das macht, was ihr möchtet? Irgendwie, entweder muss man immer fest daran ziehen oder sie bleibt irgendwo hangen. So, das war das dritte Mal. Vierte Mal. Dritte, vierte, fünfte, sechste. Ja, also jetzt machen wir die vierte Verdoppelung. Die fünfte Verdoppelung und die sechste Verdoppelung.
Ich werde jetzt jede Runde mit einer Kettmasche schließen. Das mache ich in diesem Fall hier auch. Und setze mir erst dann den Marker neu. Also in jeder Runde macht ihr dann noch eine Kettmasche am Ende der Runde. Okay? Gut, dann geht's weiter. Wir häkeln eine Festmasche, einmal verdoppeln, das bitte 6-mal wiederholen, dann habt ihr 18 feste Maschen. In der nächsten Runde sind es 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, das 6-mal wiederholen, dann habt ihr 24 feste Maschen. In der nächsten Runde sind es 3 feste Maschen, einmal verdoppeln, das 6-mal wiederholen, dann habt ihr 30 feste Maschen. In der nächsten Runde sind es 4 feste Maschen, einmal verdoppeln, das 6-mal wiederholen, dann sind es 36 feste Maschen. In der nächsten Reihe sind es 5 feste Maschen, einmal verdoppeln, das 6-mal wiederholen, dann habt ihr 42 feste Maschen. Danach folgen 6 feste Maschen, einmal verdoppeln, das 6-mal wiederholen, dann habt ihr 48 feste Maschen. Und in der letzten Runde sind es 7 Festmaschen, einmal verdoppeln, das 6-mal wiederholen, dann habt ihr dann insgesamt 54 feste Maschen. Und ich denke, das können wir selbstständig häkeln. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Runden fertig gehäkelt. Und zum Stabilisieren des Bodens, damit der Totenkopf richtig schön sauber steht, habe ich mir überlegt, dass ich einen Kreis ausschneiden möchte aus Graupappe. Ich werde den dann im Boden schön mittig einkleben. Und auf meiner Häkelanleitung, die im Shop zum Sofort-Download bereitsteht, habe ich hier schon einen Kreis vorbereitet. Den könnt ihr ausschneiden und dann nachzeichnen und so habt ihr dann die passende Größe. Was ihr auch machen könnt, ich habe da so einen Kreisschneider. Ich mache das jetzt mal mit dem. Und zwar steche ich da ins Karton ein und dann kann ich mir hier mal die Rundung schön anzeichnen. Obwohl das ist vielleicht noch ein bisschen klein. Moment kurz. Ich habe das Ganze sehr wahrscheinlich da noch zu klein eingestellt. Ich schneide mir hier jetzt mal diesen Kreis hier aus. Dann bin ich mir dann ganz sicher, dass das Ganze stimmt. So, das brauchen wir nicht mehr. Nein, der war schon ein bisschen zu klein. Also ihr könnt das jetzt so nachzeichnen. Ich möchte das aber jetzt mit dem Kreisschneider noch machen, also muss ich da das Ganze verschieben. Jetzt kann ich das hier so arretieren und jetzt sollte das dann eigentlich stimmen. Ja, das sieht doch schon viel, viel besser aus. So, ich werde das dann sowieso noch ein bisschen nachschneiden. Der Kreisschneider habe ich
da auf 7,2 eingestellt und der Durchmesser des Kreises ist ja, also der ganze Kreis ist 12,4 und das passt hier jetzt wunderbar ein. Wie gesagt, ihr könnt auch diese Vorlage nehmen, die ich extra dann für euch vorbereitet habe. Dann braucht ihr dann nicht unbedingt einen Kreisschneider. Aber ich wollte euch das jetzt auch mal zeigen, wenn jemand von euch so einen Kreisschneider besitzt. Gut, dann schneide ich jetzt mir hier diesen Kreis schön aus und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Gut, ich werde jetzt zuerst noch den Anfangsfaden hier verknoten. Den Heißkleber habe ich schon eingeschaltet und hoffe, dass der bald startklar ist hier. Und ich habe mir gedacht, mit Graupappe wäre das gar nicht eine schlechte Idee, weil der Totenschädel ist ja nicht ein Kuscheltier, sondern ein Dekoelement. Und das wird eigentlich ja auch nicht schmutzig, dass man es waschen müsste, sondern vielleicht einfach mehr Staub. Und das kann man dann ganz einfach mit dem Staubsauger absaugen. Und dann hat man wieder einen sauberen Totenschädel. Genau, auch sowieso für alle Amigurumis, ob Kuscheltiere oder nicht Kuscheltiere. Ihr findet auch die Pflegehinweise auf meinem Blog und ich würde euch da sowieso empfehlen, das Ganze auf keinen Fall in die Waschmaschine zu legen, weil das macht euch alles kaputt. Tumbler sowieso gar nicht. Wenn ihr irgendwo einen Fleck seht, versucht ihn punktuell mit einem sauberen, feuchten Lappen zu reinigen. Aber mehr würde ich da wirklich nicht machen. Da macht ihr alles kaputt, ich sag's euch. So, hier habe ich ja den Mittelpunkt. Jetzt nehme ich mir mal hier meine Stecknadel, weil ich möchte wirklich, dass das dann richtig schön in der Mitte ist. Mal gucken, wie weit da mein Gerät hier aufgeheizt ist. Ja, das funktioniert schon. Mal die Arbeitsfläche ein bisschen säubern hier. Also, ich würde das jetzt so machen, dass ich das schön mittig kriege, dass ich hier in die Mitte des magischen Ring einsteche. Dann steche ich hier in den Kreis ein, kann mir das Ganze dann schön runterschieben und das Ganze dann auf der Graupappe schön aufkleben. Und dann sollte ich eigentlich schön mittig sein, wenn das stimmt. Also das sieht super aus. Ich würde euch das so empfehlen. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Untergrund nehmen, das ist euch überlassen. Die Maße von der Graupappe wären für euch noch interessant. Ich glaube, ich habe da 2 mm. Also 2 mm würde ich mindestens nehmen. Das hat eine sehr gute Stärke. Wenn ihr 3 mm habt, ist auch gut.
aber auch das hier ist schon schön stabil. So, jetzt werde ich hier einfach Heißkleber anbringen, weil befestigen muss man das schon, weil das verschiebt sich dann wieder im Körper. Der ist sehr wahrscheinlich noch nicht so heiß hier. Es muss ja auch nicht viel sein, Hauptsache es klebt und es verschiebt sich dann nicht mehr. Ich versuche es mal. So. Jetzt hoffe ich, dass es dieses Mal auch klappt. Wieder in dieses Mittelloch stechen. Das Ganze hier schön runterdrücken. Weil wenn es nicht klappt, habt ihr die Arbeit versaut. Gut, es ist ja von innen, von außen sieht man es nicht zum Glück. Dann könnte man es noch rausnehmen. So, ich glaube, das sieht doch schon mal gut aus. Einfach gucken, dass das hier alles schön flach ist. Schaut mal, dann habt ihr da wirklich einen schönen Stand. Und ich hoffe, meine Idee funktioniert am Ende auch, dass er wirklich schön stehen bleibt. Ich habe da, schaut da bitte nicht auf die Details, das ist da so ein Prototyp von mir, den ich da mal versucht habe zu häkeln. Und ihr seht jetzt unten hier am Halsbereich, wenn ihr da nichts reinmacht, ist das rund. Und wenn ihr ihn hinstellt, dann kippt er dauernd. Und ich möchte ja, dass dieser Kopf dann wirklich schön stehen bleibt. Okay? Und darum bin ich auf die Idee gekommen, hier ein Karton einzuarbeiten. Gut, meine Lieben, dann geht's weiter. Wir haben da noch einiges zu häkeln. Gut, jetzt häkeln wir 3 Runden unverändert 54 feste Maschen. Ich denke, das können wir selbstständig machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Runden fertig gehäkelt. Jetzt kommen wir zur nächsten Runde. Ich versetze da meinen Faden wieder und jetzt häkeln wir 7 Festmaschen, eine Abnahme, das 6-mal wiederholen. Dann haben wir 48 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelt ihr unverändert eine Reihe 48 feste Maschen. Und ich denke, das können wir selbstständig. Ich bin jetzt am Ende angekommen. In der nächsten Runde häkeln wir 6 Festmaschen, eine Abnahme und das 6-mal wiederholen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Abnahme. Und das macht ihr insgesamt 6-mal.
Danach in der nächsten Runde, also dann habt ihr 42 feste Maschen, wenn ihr die Abnahmen gemacht habt. Und dann häkelt ihr in der nächsten Runde unverändert 42 feste Maschen. Gut, meine Lieben, ich bin da am Ende wieder angekommen. Ich versetze jetzt hier meinen Faden und jetzt häkeln wir 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Abnahme. Danach häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Eine Abnahme. Dann folgen 10 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann kommt wieder eine Abnahme. 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Wieder eine Abnahme. Eine Abnahme. Und dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feste Maschen. Weil hier beginnen wir jetzt die Augenhöhlen auszuarbeiten. Wir gehen weiter in die nächste Runde. Da häkeln wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Abnahme, 4 Festmaschen, 1, 2, 3, 4, eine Abnahme, 10 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann eine Abnahme. Dann folgen wieder 4 Festmaschen. 1, 2,
3, 4, eine Abnahme und dann bleiben uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 feste Maschen. So. Gut, in der nächsten Runde häkeln wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Abnahme, 1, ja, eine Abnahme, nicht 1, einfach eine Abnahme. Dann 2 feste Maschen, 1, 2, dann folgt wieder eine Abnahme, 10 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wo ist meine Wolle? 6, 7, 8, 9, 10. Dann eine Abnahme. Danach häkeln wir 2 feste Maschen. 1, 2, wieder eine Abnahme. Und jetzt häkeln wir bis zum Marker feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt können wir hier nämlich schon sehen, dass wir hier die Augenhöhlen hergestellt haben. Man sieht es dann einfach besser, wenn wir das Ganze schon ein bisschen aufgefüllt haben. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier schon begonnen, mit Füllwatte aufzufüllen. Ihr könnt bereits erkennen, dass das eine sehr gute Idee war mit dem Karton. Er hat jetzt wirklich einen sauberen Stand. Man kann ihn jetzt hinstellen, wo man möchte, und er fällt nicht um. Was jetzt wichtig ist, jetzt müssen wir einfach die ganzen Partien hier schön ausstopfen. Das ist jetzt einfach sehr wichtig, dass der Kopf jetzt da die gewünschte Form bekommt. Und da braucht es jetzt einfach ein bisschen Geduld. Man muss die Watte hin und her schieben, bis dann alles wirklich an der Position ist, wo man gerne haben möchte. Weil ich möchte hier ja die typischen Backen haben. Hier haben wir die Augenpartie, wo wir ja reingezogen haben. Hier vorne ist der Mund und hier dazwischen die Nase. Also müssen wir hier irgendwie das Ganze dementsprechend schön
ausfüllen, damit das dann schlussendlich wirklich die gewünschte Form erhält, die wir uns dann auch vorstellen. Bis jetzt finde ich die Form gar nicht schlecht, weil hier bilden sich jetzt wirklich schön die Backen. Ich werde da vielleicht noch ein bisschen mehr stopfen, dass die Backen da viel markanter werden. Das Ganze schön reindrücken hier, das ist ja wirklich das Gute, dass man da wirklich schön stopfen kann mit dieser Füllwatte, dass das Ganze hier wirklich eine wunderbar perfekte Form bekommt. Bei der Partie der Augen da natürlich nicht zu fest stopfen, weil da brauchen wir ja diese Einmündungen, sage ich mal. Aber einfach beim Rest achte ich darauf, dass da wirklich alles schön ausgestopft ist. Da ist jetzt die Devise nicht weniger ist mehr, sondern mehr ist besser. Genau. Weil ich möchte da wirklich einen wunderbaren Totenschädel erzeugen. Oh je, ich habe richtig einen trockenen Hals. Ich muss kurz etwas trinken. So, jetzt geht's besser. Wenn mir der Hals so austrocknet, dann kratzt es mich im Hals und dann muss ich immer husten. Das ist sehr unangenehm für euch, für mich. So, ich denke, das kommt jetzt mal gut, aber ihr seht mal, wie ich das Ganze ausstopfe hier. Dann könnt ihr dann selber noch ein bisschen ausprobieren. Ich stopfe das jetzt aber auch nicht ganz bis zum Rand, weil wenn ich da weiter häkle, kommt mir dann immer die Füllwatte in den Weg und das nervt mich dann eben auch, weil dann ziehe ich die Füllwatte mit der Wolle mit und dann hängt das dann so blöd in den Maschen und das nervt mich echt. So, also ich glaube, ich könnte das ja von hinten, sieht es noch ein bisschen chips aus hier. Was ist das? So. Das muss dann hinten einfach auch schön rund sein. Richtig schöne Kopfform. Aber wie gesagt, das können wir später dann auch noch einmal ein bisschen korrigieren. Und immer wieder die Augen reindrücken. So, gut, dann würde ich sagen, wir häkeln die nächste Runde weiter. So, es bleiben uns nicht mehr so viele Runden. Wir haben es bald geschafft. Also, in dieser Runde hier häkeln wir 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, eine Abnahme, dann 2 Festmaschen, 1, 2, eine Abnahme, dann 6 Festmaschen,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Abnahme. 2 Festmaschen. 1, 2. Eine Abnahme. Und zuletzt noch 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und die 5. In der nächsten Runde, jetzt haben wir insgesamt 20 Festmaschen. In der nächsten Runde häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Eine Abnahme. Eine Festmasche. Eine Abnahme. Sechs Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann eine Abnahme. Eine Festmasche. Eine Abnahme. Und dann bleiben uns noch 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. So, ich werde hier jetzt wieder ein bisschen auffüllen, weil das ist jetzt hier die Stirn. Also hier haben wir die Augen, dann kommt hier die Stirn. Das muss jetzt wieder richtig prall gefüllt werden, dass da die Stirn ganz schön hervorgehoben wird. Das ist jetzt wirklich auch wieder ein wichtiger Teil. Das Auffüllen ist halt schon ein sehr wichtiger Posten, weil das Auffüllen gibt jedem Amigurumi einfach ja, den richtigen Charakter, die richtige Form. Und da muss jetzt wirklich noch was reinkommen. Also ich habe jetzt da schon echt viel Füllwatte verwendet, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen extrem. Also ihr müsst auf jeden Fall so einen Sack vorrätig haben. Ich zeige euch mal meinen Sack, die ich so verwende mit Füllwatte. Kurzen Moment bitte. Das sind solche Säcke, da gibt es 250 Gramm und da habe ich hatte da einen angefangenen, dieser hier ist fast voll, aber ich habe einen angefangenen noch verwendet, aber der war auch fast voll, muss ich sagen.
das hat jetzt da wirklich sehr, sehr viel Füllwatte gebraucht. Aber dafür kriegen wir wirklich eine schöne Form hin. Und das muss halt einfach sein. Ansonsten, ja, gibt es den Effekt dann nicht. Und zweitens ist es natürlich schön, wenn der Kopf auch richtig ausgefüllt ist und der dann nicht später zusammenfällt. Und für ein Deko-Element sowieso, der sollte da wirklich immer in perfekter Form sein. Übrigens, alle Amigurumi-Tiere, alles, was ich da mit euch häkle, kann in meinem Shop erworben werden. Das sind ausschließlich diese Tiere, die ich mit euch zusammen in einem Tutorial häkle. Also das sind echte Unikate in meinem Shop. Ich werde diese in dieser Form nicht mehr häkeln oder in genau gleicher Ausführung. Ihr wisst ja, wie das ist, dann hat man Wolle und dann braucht man die auf, dann findet man diese Wolle nicht mehr, wo man gerne hätte und das sieht dann einfach, ja, so sieht einfach jedes anders aus, aber auf jeden Fall alle meine Werke, die noch übrig sind, einige habe ich schon verkauft, aber diejenigen, die noch vorrätig sind, die findet ihr in meinem Shop. Und dieser Totenkopf, der wird dann auch im Shop landen. Genau, jetzt müssen wir hinten noch ein bisschen, dass der Kopf hier wirklich schön rund ist. Das ist jetzt einfach wirklich Fleißarbeit, meine Lieben, aber es ist einfach unglaublich wichtig, dass der Kopf jetzt wirklich die richtige Form erhält, weil nachher geht es dann ans Dekorieren. Der Kopf ist zu, da können wir dann einfach nicht mehr nachfüllen. Klar, an einigen Stellen bei Chilene-Garn ist das schon noch praktisch. Man kann da noch ein bisschen zwischen die Maschen Füllwatte reinstoßen, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Aber der hat hier echt, der ist ja wirklich super. Der sieht sogar besser aus als mein Prototyp. Ich habe den jetzt nämlich noch ein bisschen während des Häkelns mit euch abgeändert, weil der gefällt mir einfach eindeutig besser. Der ist wirklich super. Der ist echt cool. Der ist echt cool. Ja, liebe Carmen, ich bin wirklich gespannt auf deinen Kommentar, was du davon hältst. Mit dem Auffüllen muss man natürlich dann auch immer Acht geben, dass sich da die Maschen nicht auseinanderdrücken. Und das ist auch noch ein Grund, warum ich mit der Häkelnadel 4 gehäkelt habe. Das wird dann einfach viel kompakter, das wird enger zusammenkommen, als wenn ich jetzt das mit der Häkelnadel 5 gehäkelt hätte. Dann könnte ich sehr wahrscheinlich nicht so stark ausfüllen wie jetzt. Wenn, ich kann euch mal hier, ich habe da noch ein Osterhase am Laufen. Der wird auch einmal so ein cooles Ding werden, also Osterhase, ein Hase. Aber der liegt jetzt da schon ein paar Wochen bei mir rum. Ich muss mich da erst wieder einlesen. Aber um das geht es jetzt im Moment nicht. Aber ich wollte euch einfach nur zeigen, ich habe den mit der Häkelnadel Nummer 5 gehäkelt.
Und wenn ich jetzt hier, schaut mal, wenn ich jetzt hier die Füllwatte richtig runterdrücke, gehen hier die Maschen auf. Und es könnte natürlich sein, jetzt bei dieser Beigefarbe ist es nicht so offensichtlich, aber bei Schwarz natürlich und Weiß könnte ich mir gut vorstellen, dass das nachher rausdrückt und das sieht dann wirklich nicht mehr schön aus. Und das ist auch der Grund, warum ich mich da für die Häkelnadel Nummer 4 entschieden habe. Gut, ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Dann würde ich sagen, wir fahren weiter. Wir haben jetzt, ich habe mich total verloren jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt 16 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Genau, 16 Maschen. Gut, in der nächsten Runde häkeln wir eine Festmasche, eine Abnahme, das 6-mal wiederholen. Eine feste, eine Abnahme, das sind wir bei einmal. Eine feste, eine Abnahme, dann sind wir bei zweimal. Eine feste, eine Abnahme, sind wir bei dreimal. Eine feste, eine Abnahme, sind wir bei viermal. Eine feste, eine Abnahme, sind wir bei fünfmal. Eine feste, eine Abnahme, sind wir bei sechsmal. Gut, jetzt fülle ich da nochmals auf und dann gibt es dann nur noch eine Runde und das sind 6 Abnahmen. Und dann können wir hier den Kopf dann endgültig schließen. So, die Stirn noch ein bisschen mehr rausarbeiten hier. So. Noch ein bisschen. Ich achte auch immer wieder drauf, dass da die Form schön erhalten bleibt. So, noch ein wenig. Ja, ich glaube, jetzt könnte es dann langsam reichen. Ich kann dann noch bei der letzten Runde nochmal auffüllen, wenn es nötig ist. Also jetzt machen wir nur noch Abnahmen, 6 Abnahmen. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6
Am Schluss mache ich eine Kettmasche und schneide mir den Faden. Gut, wir haben es geschafft. Schaut mal, das ist genau das, was ich jetzt meine. Wenn da zu viel Füllwatte drin ist, komme ich da mit der Nadel ran und dann zieht es mir das Ganze hier mit und das finde ich dann so unglaublich wüst. Das gefällt mir dann gar nicht. So, also noch ganz, ganz wenig darf es sein, aber wirklich nicht mehr viel. Und der erste Prototyp, den habe ich von oben nach unten gehäkelt. Und dieser haben wir ja von unten nach oben gehäkelt. Und das war meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass ich das so gemacht habe. Jetzt noch ein bisschen hier die Stirn formen, aber nicht zu viel. So, und jetzt schließe ich den Kopf. Dann nehme ich eine Masche von vorne, von hinten. Ist ja eigentlich immer wieder derselbe Vorgang, wie man da das Loch dann schließt. Ich zeige es einfach nur noch im Fall, wenn da Anfänger dabei sind. Ja, ich hätte da noch ein kurzes Wort für alle Anfänger. Seid mutig, wenn ihr ein Projekt seht, versucht es zu hacken. Egal was, ihr werdet es am Schluss schaffen. Ihr müsst einfach die Grundkenntnis haben, welche Masche wie gehäkelt wird. Aber mit dem Tutorial, upsla, das war jetzt nicht gerade gut. Zum Glück konnte ich noch einen Knoten machen. Aber mit dem Tutorial und den passenden Häkelanleitungen schafft ihr wirklich eigentlich alles. Klar, man muss bei manchen Sachen halt schon ein bisschen Erfahrung mit sich bringen. Es fällt einem dann auch leichter am Anfang, versteht man nur Bahnhof. Also das war bei mir so. Was? Festmaschen, verdoppeln, abnehmen. Wie zum Kuckuck mache ich denn das? Und jetzt kommen noch doppelte Stäbchen und Halbstäbchen und so weiter dazu. Also das war schon eine rechte Herausforderung. Und ehrlich, Leute, ich hätte nie gedacht, vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich heute hier sitze und meine eigenen Häkelanleitungen schreibe. Muss ich ehrlich gestehen, ich habe gedacht, mein Gott, wie machen das die Frauen? Machen da einfach eigene Häkelanleitungen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Man muss wirklich viele Ideen haben, Vorstellungskraft. Ja, es braucht da schon ein bisschen Kreativität, Geduld, bis dann wirklich alles so sitzt, wie man das möchte. Aber mit der Zeit merkt man einfach, das könnte stimmen, nein, das passt gar nicht. Und wie gesagt, heute sitze ich hier und mache meine eigenen Anleitungen. Gut, und das macht mir halt immer noch riesen Freude. Also ich werde das, so gut es geht, so Gott will,
werde ich das noch viele, viele Jahre weitermachen und ich danke euch natürlich auch in diesem Sinne für eure großartige Unterstützung. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal mit Thanks oder mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das hilft mir natürlich sehr dabei, ähm, mich kreativ weiterzuentwickeln, wieder neue Häkelanleitungen zu erstellen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir beenden hier den ersten Teil. Im zweiten Teil werden wir zusammen diesen tollen Totenschädel dann noch dekorieren mit gehäkelten Blumen. Wir brauchen da noch Zähne, verschiedene Glasperlen, die ich dann verwenden werde. Also der wird wirklich, wirklich toll werden. Gut, meine Lieben, dann freue ich mich, wenn wir uns bei Teil 2 wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Häkeln. Tschüss.